Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil meiner Reihe Knack den Genrecode. Heute geht es um Punkrock. Knack den Genrecode, das bedeutet, ich erkläre euch, wie man den Bass in verschiedenen Musikrichtungen spielt. Und heute beim Punkrock werde ich euch was zur Geschichte des Punkrocks sagen, wie er also entstanden ist. Dann werde ich euch einige Punkrock-Bands nennen, in die es sich lohnt reinzuhören, wenn ihr in die Welt des Punkrock eintauchen wollt. Und dann zeige ich euch noch Ausschnitte aus Punkrock-Songs, die ihr mit Tabs auf dem Bass mitspielen könnt. Und am Schluss, da kreiere ich dann meinen eigenen kleinen Punkrock-Song, natürlich mit einer typischen Punkrock-Basslinie. Und auch die könnt ihr mit Tabs mitspielen. Wenn ihr das Video gesehen habt, wisst ihr also einiges über Punkrock und könnt selbstbewusst auf den Bass loslegen, wenn es demnächst im Proberaum heißt: Ey, lass mal Punkrock spielen. Punkrock, wo kommt er her und wie ging es dann weiter? Also als Vorläufer des Punkrock gilt der Garagenrock der 60er Jahre. Da gab es zum Beispiel so Bands wie The Kings, 13th Floor Elevator und MC5. MC5 gilt als die erste Punkband, die gründete sich 1964. Und damals, diese Bands, die wollten zurück zum wahren Rock'n'Roll und wollten den ganzen Schnickschnack einfach nicht haben, den irgendwelche Hippie-Bands oder irgendwelche progressiven Bands sich dann nachher schon so erdacht hatten. Also da gab es irgendwelche super komplizierten Songstrukturen und sonst wie viel lange Gitarrensoli und so weiter. Das wollten diese Garagenrock-Leute überhaupt nicht. Die wollten es einfach halten, simpel, einfache Strukturen, ein bisschen auch aggressiv schon zu sein und auch mit verzerrten Gitarren zu spielen. Und ja, dementsprechend war es natürlich die perfekte Vorbereitung für die Punkbewegung. So richtig ist dann der Punk aber, sagt man, eigentlich erst in den 70ern, vor allen Dingen ab Mitte der 70er Jahre entstanden, und zwar in New York und London. Und London war dann wirklich die absolute Metropole des Punks. Punkrock als Musikrichtung ist natürlich eng verbunden mit der Subkultur des Punk. Und die bildete sich damals eben heraus als Auflehnung gegen das Establishment, gegen den Mainstream, gegen diese Konsumkultur, die man sich damals so schön eingerichtet hatte, ab 60er Jahre in Deutschland zum Beispiel mit dem Wirtschaftswunder und diesen festen Familienstrukturen und überhaupt dieser ganzen Spießigkeit. Man kann im Prinzip sagen, Punk zeigte dem Establishment den Mittelfinger. Und das spiegelte sich auch in der Musik wider. Wichtige Punkbands der 70er waren Iggy and the Stooges, die Ramones, die Dead Kennedys, The Damned, die Sex Pistols, The Clash, Patti Smith und so weiter. Und schon sehr bald, schon so 1977, kam der Punk tatsächlich von New York und London auch nach Deutschland. Und hier wurde er von einigen Bands vertreten, wie zum Beispiel von der sympathisch abgedrehten Nina Hagen. In den 80er Jahren dann entstanden in Deutschland weitere, heute noch legendäre Bands des Punk, wie zum Beispiel Slime, Rezo oder die Goldenen Zitronen. Und natürlich auch super bekannt und kommerziell erfolgreich die Toten Hosen und die Ärzte. Selbst in der DDR gab es Punkbands wie zum Beispiel Feeling B. Und natürlich hatten es Punks in der DDR nicht einfach zu existieren und wurden vom Regime eher unterdrückt. Die SED bezeichnete Punkbands als entartet, was natürlich eine krasse Vokabel ist, die uns an dunkelste Zeiten in Deutschland erinnert. Bemerkenswert fand ich, dass ich gelesen habe, dass die Kirche damals in der DDR dafür gesorgt hat, dass Punkbands auftreten konnten. Die durften dann nämlich tatsächlich in Kirchenräumen ihre Shows spielen. Ja, und Anfang der 90er blühte der Punkrock dann nochmal so richtig auf und viele Bands waren wirklich richtig kommerziell erfolgreich, wie zum Beispiel Rancid, Bad Religion, Pennywise, Millencolin, Blink-182, The Offspring, Green Day, NoFX und in Deutschland zum Beispiel auch die Terrorgruppe. Auch heute noch gibt es ziemlich viele Punkbands und meiner Wahrnehmung nach ist die Szene noch sehr aktiv, auch wenn sie natürlich nicht in irgendwelchen Charts großartig stattfindet, aber die Subkultur ist doch noch recht lebendig. Mir ist aufgefallen, es gibt einige Bands, die am Anfang ihrer Karriere Punk gespielt haben, obwohl sie heute eine ganz andere Musikrichtung spielen. Das sind zum Beispiel die Beatsteaks, das sind zum Beispiel Tokotronic, was man heute ja auch irgendwie kaum noch glauben kann. Und das sind auch die Beastie Boys, die unter dem Namen The Young Aborigines damals tatsächlich eine Punkband hatten.
Ja, warum ist das eigentlich so? Also ich glaube, wie wir schon gehört haben, ist ja Punk, steht ja für Auflehnung gegen den Mainstream, steht ja dafür, erstmal alles nur zu zerstören, destruktiv zu sein und zu sagen, hier, alles, was ihr da vorher gemacht habt, will ich nicht, das lehne ich erstmal ab. Und daraus kann man ja dann eigentlich auch etwas Neues erschaffen. Und das ist ja etwas, was junge Leute ja sehr anspricht. Erstmal so die ältere Generation abzulehnen und das, was schon da ist. Und naja, so eine gewisse Aggressivität damit so an Dinge ranzugehen, das ist ja auch manchen Jugendlichen durchaus eigen. Und es ist natürlich vom musikalischen Standpunkt her auch so, dass man, um Punk zu spielen, natürlich klassischerweise, das war ja der Grundgedanke des Punk, nicht so viel können muss tatsächlich auf dem Instrument. Es reichen eben 3 Akkorde und ja, so eine ganz rudimentäre Vorstellung davon, wie man eigentlich Musik macht, und man kann schon was auf die Beine stellen. Das ist natürlich großartig für junge Leute und dann kann man sich ja weiterentwickeln. Jetzt zu den musikalischen Merkmalen des Punkrock. Also Punkrock besteht normalerweise aus Gitarre, Bass und Schlagzeug, also ganz einfache Besetzung, und aus einfachen Harmonien. Man sagt ja, 3 Akkorde reichen absolut aus, um einen Song zu schreiben. Und auch ganz simple Strukturen sind typisch für Punkrock. Das heißt also, Strophe, Refrain, Muster sind völlig okay. Und die Songs sind auch super kurz, also vielleicht manchmal nur 1 Minute 30, 2 Minuten so ungefähr rum, ist eine normale Zeit für einen Punkrock-Song. Zum Bass im Punkrock. Wir hören uns eigentlich meistens ganz gut im Punkrock als Bassisten, weil die Gitarre nicht unbedingt so viele Bassfrequenzen abdeckt. Und wir spielen natürlich auch straight und einfach. Man kann die Grundtöne, die die Gitarre spielt, einfach mit Achteln versehen und dazu eben mitspielen, um einfach diese Riffs simpel zu unterstützen. Aber natürlich kann man auch darüber hinausgehen, kann coole Läufe dazwischen machen, kann seine eigenen Melodien unter die Akkorde spielen. Hauptsache, es fühlt sich eben irgendwie nach Punkrock an. Also sowieso ist es natürlich so, dass es keine super festen Regeln gibt. Aber ihr könnt euch da eben an diesen Regeln so ein bisschen langhangeln, um auf dieser Grundlage dann selber kreativ zu werden. Der Bass spielt im Punkrock eher laut, schnell und aggressiv. Ihr könnt euren Bass zum Beispiel auch verzerren. Und ein typischer Bass, den man im Punkrock spielt, ist meistens der P-Bass von Fender. Ich habe hier einen Jazzbass, naja, der geht natürlich auch. Und ja genau, viele Punks spielen auch den Bass mit einem Plektrum. Das mache ich allerdings auch nicht, weil das einfach nicht so meins ist. Aber das gibt natürlich nochmal so einen härteren Sound. Wir sollten bei diesen ganzen Regeln allerdings natürlich nicht vergessen, dass es im Punkrock ja eigentlich um Regellosigkeit geht. Also seht das alles nicht zu dogmatisch. Ich spiele euch jetzt mal auf dem Bass 5 Ausschnitte aus Punkrock-Songs vor und die könnt ihr mit den Tabs mitspielen. Die blende ich unten ein.
Jetzt gehen wir mal so richtig in die Praxis des Punkrock, denn ich habe einen eigenen Punkrock-Song geschrieben und ich will euch jetzt mal erklären, wie ich da rangegangen bin, damit ihr vielleicht sogar überlegen könnt, das auch mal zu machen. Also ich habe angefangen mit der Gitarre und wir haben ja schon gehört, 3 Akkorde reichen im Punkrock im Prinzip total aus, um einen ganzen Song zu schreiben. Und da habe ich mir angeguckt, wie gehen eigentlich Power-Chords, habe die Gitarre dann noch verzerrt und das Ganze dann aufgenommen und schon hatte ich einen Punkriff. Dann kam das Schlagzeug hinzu und da habe ich einfach so intuitiv, spontan mitgespielt und habe aber vor allen Dingen als Grundlage den simplen Punk-Offbeat genutzt. Dann habe ich die Basslinie eingespielt, das Wichtigste an dem Song für uns natürlich. Und da habe ich mich daran gehalten, das relativ einfach zu spielen, aber auch trotzdem eine schöne Melodie mit drin zu haben und den Bass auch wirklich hörbar zu machen im Song. Zum Schluss noch was Wichtiges für euch. Schert euch nicht darum, ob andere sagen, dass das, was ihr macht, Punkrock ist oder nicht Punkrock ist, denn darum geht es ja gerade im Punk, dass man das macht, was man selber einfach cool findet und wobei man sich frei fühlt. Und deswegen fühlt euch da auch einfach selbstbewusst. Es geht im Punk nicht um Technik, sondern darum, Energie zu haben und die Liebe für etwas zu haben, was man da gerade macht. Also fühlt euch einfach frei und habt Spaß. Hey, Punkrock, los, komm jetzt, wir wollen spielen. Wenn ich aufstehe, bin ich erstmal müde. Lieg aber lass mir noch den Kanapee. Schäse, Lunch und Polster sind meine Attitüde. Weiche Kissen, weiche Decken, nee. Ich hab eine Schwäche für Süße, nichts tun. Liebe es, mich auszuruhen. Und nichts tun, die Welt da draußen kann nicht mal schlummern. Und nichts tun, die Welt da draußen, die kann nicht mal.